Yo, van harte welkom bij TWS, de totaal wahnsinnige Show. Na, habt ihr ihn erkannt? Die meisten Geländebauer dürften wissen, dass hier Gerard Boom vor der TWS-Kamera steht. Der ungemein kreative Holländer, bekannt für seine Hartschaumtools, MDF-Zubehör und Styrodur-Workshops. Da mich immer wieder viele Fragen rund um Hartschaum bzw. Styrodur erreichen, möchte ich in diesem Video eine kleine Übung zeigen, mit der Gerard Boom seine Workshops startet. Es geht darum, mit ganz einfachen Techniken eine Wand zu gestalten. Alles, was ihr braucht, ist ein Stück Hartschaum bzw. Styrodur, einen nicht ganz so spitzen Bleistift, ein scharfes Cuttermesser und vielleicht noch ein Schablonenset von Gerard Boom. Diese Sets gibt es einmal mit runden Bögen und einmal mit gotischen Spitzbögen. Beginnen wir mit einem Stück Hartschaum bzw. Styrodur, das die Maße einer längeren Häuserwand im 28 mm Maßstab hat. Also ca. 20 cm Breite, 6 cm Höhe und rund 0,7 cm Dicke. Hierauf werden nun die Umrisse eines Türdurchgangs und eines Fensters eingezeichnet. Schnappt euch hierfür die MDF-Schablone aus dem Schablonenset, wählt den zweiten Türrahmen von links aus, legt ihn unten bündig an den Hartschaum an und zeichnet die Umrisse mit einem Bleistift nach. Auf der Schablone seht ihr seitlich neben dem Türrahmen zwei Markierungen. Die untere stellt die Höhe dar, auf der sich maßstabsgetreu die Fenster befinden müssen. Übertragt diese Markierung ins Innere der Tür und zieht dann eine Linie über den restlichen Teil der Mauer. Dies ist zugleich eine waagerechte Fuge im Mauerwerk. Wählt dann eines der Fenster auf der Schablone aus, legt es unten bündig an einen beliebigen Punkt auf die Linie an und zeichnet die Umrisse mit dem Bleistift nach. Somit wären schon mal Türdurchgang und ein Fenster platziert. Oben auf Türrahmen und Fensterbogen sollen sich jeweils ein aus Stein gemauerter Halbkreis befinden. Nehmt zum Abmessen wieder die Schablone und legt die Halbkreise so auf, dass sich der kleinste genau in der Mitte des Türdurchgangs befindet. Je nach Höhe des geplanten Steinhalbkreises wählt ihr nun einen der größeren Halbkreise aus und zeichnet diesen nach. Übertragt nun die obere Markierung vom Türrahmen auf der Schablone und zieht eine weitere Linie. Dies ist nicht nur eine weitere waagerechte Fuge im Mauerwerk, sondern markiert auch das Ende der eben aufgezeichneten Halbkreise. Jetzt werden Türdurchgang und Fenster vorsichtig mit einem scharfen Cuttermesser herausgeschnitten. Schneidet senkrecht und sachte in den Hartschaum und sollte es nicht ganz gerade bzw. glatt werden, rubbelt die Unebenheiten einfach mit dem Bleistiftstiel glatt. Da ist Styrodur ein echt dankbarer Werkstoff. Greift euch nun die durchsichtige Acrylschablone, in der die Unterteilungen für die Rundbögen eingezeichnet sind. Ich nehme hier die kleinste Unterteilung von 5 Steinen, lege die Schablone bündig an der oberen Mauerfuge an und übertrage die Linien in die Halbkreise über Tür und Fenster. Danach werden die Fugen zur Innenseite hin verlängert und weitere waagerechte Fugen ganz nach Geschmack auf die Mauer eingezeichnet. Weiter geht's mit den senkrechten Fugen. Hier könnt ihr einfach klassisch versetzt arbeiten, aber natürlich auch ein Muster aus schmalen und breiten Ziegeln einzeichnen. Jetzt soll das Ganze noch etwas Tiefe und eine besondere Note bekommen. Schneidet mit einem scharfen Cuttermesser etwa 1 bis 2 mm tief an den Rundbögen und der waagerechten Verbindungsfuge entlang. Anschließend lässt sich die Ziegelreihe darüber mit einem flach angesetzten Bleistift durch etwas Rubbeln hineindrücken. Mit diesem Trick wirkt das Mauerwerk gleich viel interessanter. Wer möchte, kann die Technik natürlich auch an anderen Stellen einsetzen, zum Beispiel an der untersten Ziegelreihe. Abschließend müssen die Ziegel nur noch strukturiert werden. Und auch das geht natürlich ganz einfach mit dem Bleistift. Malt zum Beispiel kleine Achten, Kreise oder sonstige Muster auf die Ziegel. Hauptsache, ihr bemalt jeden Ziegel auf dieselbe Art. Probiert eure Lieblingstechnik am besten erstmal abseits des Mauerwerks aus. Aber natürlich könnt ihr fürs Strukturieren auch zum Beispiel eine Alufolienkugel oder einen Stein verwenden. Mit dem Bleistift habt ihr jedoch mehr Kontrolle, was bei feiner Ziegelanordnung sehr von Vorteil sein kann.
Damit ihr die strukturierte Wand nun besser beurteilen könnt, male ich das Ganze nochmal schnell an. Und zwar ganz klassisch, wie zum Beispiel in dem Amon Hen Tutorial. Also mit einem dunklen Grau grundieren, dann mit einem braunen und schwarzen Wash nass waschen, danach mit einem mittleren Grau trockenbürsten und schließlich mit einem hellen Grau letzte Akzente setzen. Ihr seht, Mauerwerke für Tabletop-Gelände sind wirklich schnell gemacht. Ihr braucht im Prinzip nur etwas Hartschaum und einen Bleistift. Die Schablonen von Gerard Bohm erleichtern den Einbau von Türen und Fenstern, aber natürlich kann man sich auch eigene Schablonen aus Pappe zurechtschneiden. Hier noch einige Beispiele von Mr. Styrodur himself. Einfach irre, was der Gerard aus Hartschaum hervorbringt. Wer sich übrigens für einen Workshop von Gerard Bohm interessiert, findet auf seiner Website die kommenden Termine. Die Tools und Schablonen gibt's dort ebenfalls oder beim deutschen Vertriebspartner Marke Eigenbau. Viel Spaß beim Stöbern, wir sehen uns nächsten Freitag. Bis dann.